Hi, willkommen zu diesem Video. Jetzt, nach getaner Arbeit, schärfen wir mal die 261. Montiert ist aktuell die Vollmeißelkette. Ja, die ist ziemlich stumpf, also ich musste schon sehr drücken beim letzten Mal. Das heißt, jetzt lohnt es sich auf jeden Fall. Dazu spannen wir die Säge wie hier in den Schraubstock ein. Nehmen einen Permanentmarker, markieren uns einen Schneidezahn, dass wir wissen, wenn wir einmal rund sind. Wir nehmen dieses 2-in-1 Schärftool. Das ist wie hier zu erkennen. Gucken, ob das fokussiert wird. Für die 3/25 Teilung. Das heißt für die 261 richtig. Man sieht auch, wie man es ansetzen muss, denn hier ist die Säge abgebildet. Man sieht also, wenn die Säge mit der Schiene in die Richtung zeigt, dann hält man das Ding richtig rum. Ich arbeite so, dass ich zuerst alle Zähne in die Richtung schärfe, danach die Säge umdrehe und die andere Seite mache. Der erste Zahn ist jetzt schon gut. Man sieht auch den Abrieb am Zahn. Ich hole euch mal ein bisschen näher ran, dass ihr es auch seht. Beim Feilen achte ich immer darauf, dass ich in der Vorwärtsbewegung Druck ausübe und in der Rückwärtsbewegung es nur entlang gleiten lasse. Dadurch entsteht der Grat schön vorne an der Schneidkante. Ich kann euch mal versuchen, ein Foto jeweils einzublenden von einem geschärften, geschliffenen Zahn und vorher, also sprich vorher, nachher. Die blende ich jetzt mal ein. Da sieht man hier einmal den noch stumpfen Zahn und jetzt blenden wir über zu dem geschliffenen Zahn. Das ist der gleiche Zahn, einmal stumpf, einmal scharf. Ich arbeite jetzt die Seite weiter und dann drehen wir gleich zusammen die Säge einmal um. Jetzt drehen wir einmal die Säge um. Das kann man entweder machen, indem man sie ausspannt und einmal umdreht, oder man hat einen Schraubstock, so wie ich, den man einfach drehen kann. Kleiner Tipp noch, die Rundfeilen könnt ihr natürlich auch drehen in dem Feilentool. Wie der Name schon sagt, sind sie ja schließlich rund. Grundsätzlich noch zu dem 2-in-1 Feilentool. Ihr habt halt einmal eine Flachfeile in dem Gerät. Die ist für den Tiefenbegrenzer zuständig und nimmt da die Spitze weg. Und dann habt ihr jeweils eine Rundfeile für beide Seiten. Die schärft dann den Zahn. Die äußeren Schienen hier liegen auf der Kette auf und garantieren so, dass man genau an der richtigen Stelle feilt. Als kleiner Tipp noch, ihr tut euch leichter, wenn die Kette relativ straff gespannt ist, dass sie wenig nach links und rechts wegkippen kann. Sie kippt natürlich trotzdem immer ein bisschen nach rechts, deswegen gleiche ich den Winkel ein bisschen aus. Übertrieben gesagt so. Also, dass wirklich nachher der Schneidezahn und die Feile im rechten Winkel zueinander stehen. Zweiter kleiner Tipp noch zum Feilen. Wenn ihr nur drückt mit der, in dem Fall jetzt meiner rechten, läuft es manchmal ein bisschen hakelig, gerade wenn die Feilen noch sehr scharf sind. Empfehlenswert ist, wenn ihr mit der anderen Hand, mit der Zughand, ein klein bisschen mitzieht, nur ganz leicht. Dann läuft der Schliff flüssiger. Ich bin jetzt einmal komplett rum.
Die Kette ist jetzt wieder einsatzklar. War wirklich sehr stumpf. Ich habe bestimmt 5 oder 6 Striche jeweils mit der Feile machen müssen. Jetzt ist die Feile auch schon ein bisschen abgenutzt, das heißt, die ist nicht mehr so mega scharf, mega bissig. Im Normalfall sehe ich zu, dass ich die Kette nicht so weit runterfahre, dass sie gar nicht erst so extrem stumpf ist. Jetzt ist es natürlich auch eine Vollmeißelkette, das heißt, die ist etwas empfindlicher, man muss was präziser feilen, damit sie auch ordentlich wieder läuft. Und ich war damit halt in sehr dreckigem Holz, wie ihr vielleicht gesehen habt in meinem anderen Video. Das kann ich euch gerne auch nochmal verlinken. So sieht der Schraubstock jetzt oben drauf aus. Jede Menge Eisenabrieb. Kann ich übrigens sehr empfehlen, der Schraubstock. Ich verlinke ihn euch mal. Der hat richtig Pack an und das ist was Vernünftiges. Sowas hält ein Leben oder länger. Das soll es dann von der Stelle aus gewesen sein. Kette ist scharf. Feilentools findet ihr wie meine gesamte Ausrüstung unter dem Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.